Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoLP100, der mit der Zeit hinten dran. Herzlich willkommen zurück zu Tales of Xillia. Erinnert euch, wo das Ganze hier stehen geblieben ist im letzten Part. Wir konnten nach einer, handgreiflichen Verhandlung mit dem König Gaius von Kanbala, glaube ich, ist es, verhandeln und sind dann geflohen und haben uns dann unsere Weavern geschnappt, die wir uns hart erarbeiten mussten, sind losgeflogen, mussten aufgrund eines Monsterangriffes notlanden und zwar in Sheraton. Das ist einerseits ärgerlich, zum anderen aber ganz gut. Da kennen wir nämlich auch das Oberhaupt. Die hat uns natürlich prompt in ihr Herrenhaus eingeladen zum Zwischenrasten und jetzt haben wir hier ein bisschen Zeit und reden hier zum Beispiel mal mit Rowan. Rowan hat nichts dazu zu sagen. Thinking about Noctigal? Maybe this is none of my business, but how did you get mixed up with him? We first met when Noctigal joined the army as an officer. He wanted to serve, despite his royal birth. He and I were assigned to the same division. We fought in many battles together. We earned promotions and glory. That sort of thing builds a bond between men. We were truly brothers in arms. It was a glorious time for both of us. However, Noctigal's growing influence began to threaten the power of his two elder brothers. The older princes ostracized Noctigal, even as they feared him. I know what happened next. The sleepless night we all learned about in history class. That brief civil war erupted when the late king passed away before naming a successor. The 6 ruling houses and the lesser nobles split into 2 factions. It was the biggest political upheaval in modern Rashigal history. And it lasted until Noctigal slew his 2 older brothers with the help of the military. He was a war hero after all. For 2 days, the people rallied behind Noctigal and his new regime. Noctigal may have won the struggle, but he lost something dear to him. He lost his only ally in the royal family, his beloved sister, Princess Carrie. It hit Noctigal hard. He was overcome with grief. They didn't teach us that part. He expanded his totalitarian control once he became king, and there was no one left to check his power. Not even you? Many pinned their hopes on me to act as a moderating influence on the king. I chose to leave the army instead. It has been a difficult decision to live with. You shouldn't blame yourself. It's not even really Noctigal's fault. His brothers caused all this. I agree. Which is precisely why I failed to recognize when Noctigal began to stray from the just path. We turned our eyes away from our duty. He and I both, despite knowing that doing so would cause many of our people to suffer. In contrast, the King of Azul has never wavered from doing what must be done. You may be right. Despite both being kings, Noctigal and Gaius definitely left different impressions on me. The people no doubt see King Gaius as a superb ruler. He kind of reminded me of Mila, to be honest. An astute observation. They do share 2 things in common. The will to do what must be done, and the conviction to do it for the sake of others. It sounds like they go hand in hand. Yes, I believe all truly strong people possess those 2 virtues. But Noctigal's convictions became warped, and I lacked the will to stop him. And I'm not saying you will. But if you decide not to fight Noctigal, I wouldn't blame you. Thank you. Would you mind leaving me with my thoughts? I will make my decision before it is time for us to leave. Nun ja, wie wird Rowan sich entscheiden? Wird er den Kampf gegen ihn antreten oder wird er wieder sagen, nein, ich kehre dem Ganzen den Rücken? Schwierige Entscheidung. Ihr könnt euch glücklich schätzen, so starke Menschen wie Mila und Gaius getroffen zu haben. Gaius?
Aha. Ich habe jeden Grund zu der Hoffnung, dass euer Herz ebenso stark und tapfer sein wird wie das ihre. Okay, also es war auf jeden Fall ein sehr interessantes Gespräch bezüglich Rowans Vergangenheit. Es war wohl lange mal überfällig. Unser Ziel ist, glaube ich, das Lustige gewesen. Ne? Laufen ein bisschen rum, während sich die Wyvern erholen. Kriegen wir hin. Schauen wir mal, ob hier in dem Haus sich noch irgendjemand verkriecht in diesem Zimmer, wo Mila ja drin war. Ach, seht ihr, Elise ist da. What's wrong? Steh mal die Nase ab, Mädchen. People won't call me Ellie like he used to. Well, hey, Elise. You seem glum. Well, how about finding other people who can get close enough to call you Ellie? You mean get closer to you and Mila? Yeah, Tipo should too. Really? Hey, it's not like I have lots of friends or anything, but I have enough to know they're pretty priceless. And the best part of friendship is sharing new experiences together. Jyde sure is a smarty pants. Well, I am an honor student. I just think it'd be nice if we all got to know each other better. Don't you think so? Yes. Ihr habt recht, genau. Also besteht das Rumlaufen und Warten, dass die Wyvern sich geholt haben, jetzt wohl darum, mal mit allen wieder zu sprechen, so ein bisschen die Beziehungen zu vertiefen. Es wird aber auch Zeit, wir haben ja jetzt schon viel durchgemacht und es ist immer noch so ein kleiner Rütteler in der ganzen Gruppe, ihr wisst es. Zwar nichts Schlimmes, aber es ist irgendwie da. Ihr seht, Rowan hat seine eigenen vergangenheitlichen Probleme. Elise hat derzeit sowieso ein Problem wegen Tipo. Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, viel zu klären. Hier unten haben wir, glaube ich, niemanden mehr. Wir verlassen also mal das Gebäude und schauen, ob wir draußen noch Mila und so finden können. Und da sitzt schon Leia. Reden wir mal mit der. Don't creep up on a girl like that. You okay? You look down in the dumps. You shouldn't push yourself so much. You weren't the healthiest kid, you know? Do you have to keep reminding me? It's been ages since I've been sick. I know, but I still can't help but worry. I still appreciate it. But I'm worried too. About what? That do-gooder nature of yours. In case you've forgotten, it's what got us into this mess. Maybe you shouldn't have come in the first place. I'm here for my own reasons, thank you. Like what? Those Spyrexes are trouble. I want to destroy them. Because Mila said so? That's part Setzt of sich it. ein Ziel, das sie wohl nicht But I've erfüllen kann actually seen allein. one before. Seriously? It was a really long time ago. I know how terrifying those things are. Why are you trying to destroy the Spyrexes in the lands of Kresnik? Because Mila said so? No, that's not why. If you need a reason, You don't have one? I do. I just rather keep it to myself. All right. Er will seinen Vater beweisen vielleicht? Destroying the lands of Kresnik is the last thing on our to-do list. Huh? What are your plans afterward? Will you head back to Fenmon and finish becoming a doctor? Or will you come home to Larand? I haven't had a chance to decide yet. One thing at a time. We just need to finish what we've started. Yeah. You're right. Let's finish this job together. You got it. War das der Ententanz? I wonder what Mila's going to do when this is all over. Tja, sie wird weiter der große Meister der vier Geister sein, ha? Okay, also noch nicht über die Zukunft nachdenken. Erstmal auf die Aufgabe konzentrieren, die direkt vor uns liegt. Weißt du nicht, wie meine Mutter uns beiden das Kämpfen beigebracht hat? Es kommt mir vor wie eine Ewigkeit, ja? Und jetzt sind wir richtige Pros. Auf dem Close. Hallo? Kannst du sprechen? Sprechen. Gott, dafür ist klein nicht beschützen. Das ist die größte Schande, die einem Leibwächter widerfahren. Er ist ja jetzt schon verjährt. Jetzt beruhig dich mal langsam. Da, 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 da.
Ach, da haben wir die Weavern geparkt, ja? Im Park hier. Oh, die eine Nuts noch. Okay. Geht's euch nicht so gut, du hast nichts mehr zu sagen, mit dir habe ich schon gesprochen. Okay, hier scheint auch keiner zu sein. Gehen wir mal in die Stadt, ins Stadtzentrum. Vielleicht treibt sich da Alvin rum, beziehungsweise Mila. Rumpeli-Pumpeli-Bum. Rumpeli-Bum, da ist Alvin, ich sehe noch von Weitem schon. Hey, grüß dich. Yo, Alvin, what's up, what's up, what's up? Tell me, talk to me, please. All healed No. up? Don't worry No. about it. It was my slip-up. Yeah, but still. Huh? You having problems casting spirit arts lately? I failed like a million times by now. You too? It's like the spirits aren't even there to help us anymore. Just like back at Fenmont. I bet this is the Lance of Kresnik's influence. Hey, this guy's saying the spirits are disappearing, and it's the King of Rashagal's fault. You shouldn't joke about such things. The spirits would never leave us. Honestly, do you get a kick out of spreading tall tales? They don't believe me. Of course not. You can't just tell them something like that out of the blue. I guess I'm just a shady guy. The townspeople don't trust me, and neither do you. Ich hab wohl den Haufen Scheiße machst. Hey, that's not true. Doch, es ist true. Oh? I save your life, and suddenly you trust me again? You're still a big fat liar. But a trusting one. Throughout this whole trip, you've never doubted a thing I told you. Even when I said the spirits had disappeared, you believed me on the spot. Because it's the truth. When someone uses a Spyrix, spirits die. It's cause and effect. What are you trying to say? Well, it's no skin off my nose if spirits wink out of existence. But it's another story if the result is we humans suffer. But spirits are living things too. Listen to you. You're sounding more and more like the great Maxwell every day. That wasn't the point. Don't make fun of me. I'm not trying to. I just mean you've finally started talking like a bona fide grown-up. Huh? Yeah. Like Mila, huh? I wonder if I can protect humans and spirits too. Thanks. Times like this, I miss being a kid. Life was so simple. Ja, es stimmt, als Kind waren einige Sachen sehr viel einfacher und man musste es, naja. Na gut, philosophieren wir darüber nicht. Oh, hier ist Dingsbums. Hey, sprich mir. Bitte, ein Wyvern ist sicher nicht viel anders als ein Pferd. Ich musste ihm beweisen, dass ich es schaffe, mich um alles zu kümmern, sonst wird Rowan eher... Bitte! Lol. Haben wir eigentlich noch genügend hier von dem ganzen Gedöns mit? Das ist Rüstung, das ist Waffen, das ist Ah, okay, nee, der Objektladen war ja da vorne. In dem anderen Abschnitt. Hier wird jetzt wahrscheinlich auch Mila rumkaspern, oder? Ist die überhaupt irgendwo? Haben wir die vielleicht irgendwann mal gehen lassen? Und ich hab's nicht gemerkt. Ich weiß es nicht. Oh, wir haben ja alles, was wir brauchen. Schön, aber vielleicht können wir ein bisschen erweitern. Schenken wir mal ein paar Käfer-Materials. Haben wir nichts. Braucht gerade irgendeiner dieses Fragmentzeug? Da habe ich einen Haufen von. Fragmentzeug? Alle nicht so, ne? Na gut, dann lassen wir es. Warten wir mal irgendwann, bis jemand Fragmentzeug braucht. Oh, hier könnten wir uns mal wieder ein Omega-Elixier holen, oder? Oh, sieht aus, als hättet ihr rabenschwarze Federn gefunden. Ich nehme sie euch gerne ab. Das macht 100 Federn, die ihr mir gebracht habt. Hier, nehmt das. Das ist ein kleines Zeichen meiner Anerkennung. Juhu! Artsphäre, ein Objekt, mit dem du bis zu 8 Arts einrichten kannst. Wie crass ist das denn? Und 10.000 Junge, jetzt übertreib's mal nicht. Wollt ihr eure rabenschwarzen Federn gegen Objekte eintauschen? Ja klar. In Ordnung, was soll's sein? Ich habe 124 Federn. Blaues Gedöns. Erze. Frucht des großen Baums, Horn des Einhorns. Schön, dass immer dabei steht, was das irgendwie bringen könnte. Nehme ich mal ein Omega-Elixier. Zack. Bitte sehr, passt auf euch auf. Omega-Elixier. Und wisst ihr was? Ich nehme noch eins. Und dann nehme ich noch eins. Und jetzt werden irgendwelche Leute von euch, die schon durch sind oder
sehr viel weiter als ich, Killer zum Beispiel, die jetzt, oh mein Gott, was hast du da gerade getan? Du hättest es völlig, oh Gott, du solltest abbrechen, Rabenschwarzer Nestling ist unser neuer Titel, sehr schön. Also diese Titel, ich habe es jetzt mittlerweile dann in der Session, in der ich gegrindet habe, offscreen, habe ich mir das jetzt einfach mal ganz in Ruhe nochmal angeguckt. Und die sind nicht wie bei Tales of Vesperia, dass man die dann den Leuten ausrüsten kann und dann bringt das irgendwas, sondern die sind hier einfach nur die Achievements sozusagen, die Titel, ja. Also zumindest habe ich nichts gesehen, was die einem bringen würden. Ach, ihr seid es wieder, schön euch zu sehen, Moment mal. Ihr liefert mir eine Vase vom Antiquitätenhändler in Lakota am Seehafen? Ah, das ist der Typ, der mir auch diese ewig gebrannten Teetassen verkauft hat. Ich hätte mir denken können, dass irgendwas faul ist, als er zum ersten Mal einen Fremden mit einer Lieferung geschickt hat. Stimmt, wir hatten ja diese Nebenmission noch. Keine Sorge, ihr habt nichts falsch gemacht. Selbstverständlich werde ich euch für eure Arbeit bezahlen. Ich betrachte es einfach als Lehrgeld, das ich zahlen muss, um Menschen besser einschätzen zu lernen. Das habe ich hier völlig vergessen. Habern des Affenkönigs. Affenkönig! Okay, Mila ist nicht da. Erlange 5000 Galt. Irgendwo muss ich doch Mila rumgeistern hier. Ich würde sagen, wir nutzen mal da vorne den Speicherpunkt aus und verlassen dann die Stadt in diese Richtung. Vielleicht steht es ja vor der Stadt rum. Was ich aber nicht glauben kann. Ich meine aber, dass wir jetzt noch mit ihr sprechen müssen. Sonst ist, glaube ich, die Wartezeit für die Wyvern nicht rum. Vielleicht aber auch schon. Vielleicht gehe ich einfach jetzt wieder zurück und dann geht alles. Schau mal. Ich gehe zwar nicht davon aus, dass es so ist, aber oh. Es wird eine Weile dauern, bis sich die Wyvern erholt haben. Ja, großartig. Okay, wir finden schon was. Wird schon gefunden. Finderrinder. Ganz viele Kinder. Und Kinderschinder. Kinderschinder sind böse. Nicht so böse wie Raubkopierer, aber ganz schön, liebe Leute. Merkt euch das. Seit neuestem scheint es Monster zu regnen. Lasst nie den Himmel aus den Augen, egal wo ihr hinseht. Hallo? Monster? Monster. Kein Monster da. Die Frau hat gelogen, lasst uns sie umbringen. Ist vielleicht neben Gasthaus war ich ja schon, da ist ja keiner. Wo könnte Mila sich aufhalten? Oder hat die sich vielleicht völlig verpieselt? Ist sie vielleicht hier? Talis, Höhen? Oh, es geht immer noch nicht. Es dauert eine Weile, bis die Wyvern sich erholt haben. Jawohl, wisst ihr was? Mila ist ja anscheinend nicht anzutreffen. Und jetzt liegt ihr wirklich so viel an meiner Gesellschaft? Ja, komm einfach mit und halt die Klappe. Könntest du es ja einfach mal zur Abwechslung nicht irgendwie verraten beim nächsten Mal. Wenn wir dir schon immer vertrauen, verstehst du? Okay, hier drin ist auch keiner. Wer ist das? Der Beginn einer Reise macht Spaß. Sie fortzusetzen ist schwierig und ihr Ende ist sowohl traurig als auch eine Erleichterung. Ich muss gerade an Let's Plays denken. Ein bisschen wie die Liebe, findet ihr nicht? Ja, ja, doch. Kann ich nicht widersprechen. So. Nein, das war jetzt nicht so gemeint, dass in jedem Let's Play das so ist. Versteht ihr? Ihr dürft jetzt nicht schon wieder alles auf die Goldwaage legen, aber irgendwie, am Anfang ist immer alles so, boah, der Reiz des Neuen und toll und die ersten Parts, die flutschen immer. Dann kommt irgendwann der Reiz des Neuen und verflüchtigt sich und dann hat man halt das Spiel noch und so weiter. Und dann muss das Spiel schon wirklich gut sein, damit man auch mit Spaß und Freude weiterspielt. Im Falle von Tales of Xillia kein Problem, im Falle von GTA noch weniger ein Problem. Und zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier, und heute ist der 5. Und jetzt bringe ich mich vielleicht vor dem, nö, eigentlich nicht. Also heute ist der 5. und nachher kriege ich ein kleines Päckchen. Und da werde ich mit der Aufnahme für ein neues Spiel beginnen, wo ich auch davon ausgehe, dass es kein Problem sein wird, es fortzusetzen. Da ist Mila übrigens. Mila. Mila, Mila. Mila, 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 Mila. Mila. Mila, 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 Mila? Mila? Okay, tschüss Mila, mach. Kein Ding, ich wollte dich bloß ein bisschen angucken, du kannst weggehen. Wir gehen einfach weg, ne? It seems like forever ago that you were injured. Have you figured out your mission? What you must do? No. I just want to help you out. I see. But that's not all. I want to protect the spirits as well. You go to such lengths to protect humans. So it's only fair that I become strong enough to protect spirits too. You will strive to be our protector. Ich würde dich gerne A mal bold beschätzen. statement. Maybe I've been wrong about humans after all. I never imagined one of you wanting to protect our kind, let alone making it his mission.
I'm almost speechless. I've never felt this happy. Now I really Kannst must direkt sehen. destroy the Lance of Kresnik, for all our sakes. That reminds me. What are you planning on doing after you've destroyed the lance? Destroying the Lance and the Spyrex devices is merely one facet of my mission here. My whole reason for existing hasn't changed. So you'll return to Nia Kara and live the way you did before? Most likely. But with Exodus around, won't your life still be in danger? Also likely. What you need is a bodyguard, someone to watch your back. Are you offering to stay with me? Natürlich. Is that possible? If that's what you decide to do, then you should do it. I'll need to create some story to keep you by my side. Really? Thank you. Was nur Ivar It's dazu the least sagen I can würde. do. You're the reason I'm standing here right now, preparing to fulfill my mission. I'm the one who should be thanking you. Kein Problem. Huh? Oh, no, you don't have to do that. We haven't even gotten to the real fight yet. Good point. Oh, just the pair I was looking for. Your wyverns have fully recovered. Nein, so ein Zufall. Let's return to the plaza. Genau, dann fliegen wir jetzt wieder weg. Flatter, flatter. Okay, zurück zum Plaza. An irgendwas hat mich diese Melodie jetzt erinnert, deswegen habe ich sie so vor mich hingesummt. Ich weiß aber nicht an was. Final Fantasy 9 vielleicht? Keine Where's Ahnung. Alvin? He hasn't shown up yet. He's probably figuring out his next lie. Na. That's not true. Ja, doch, könnte eigentlich schon stimmen. Ist schwierig. What does everyone else think of Alvin? Would you feel safe going into battle with him? He's just trying to help out his mom, right? I'm a sucker for that kind of stuff. I worry he himself will be unable to deal with that way of life much longer. Don't forget, Alvin was the one who saved me from the bad guys. What do you think? We'll need to keep up our guard around him until he reveals his hand. He remains trustworthy in battle, at least. Yes, allerdings. Kämpft immer mit, No, schlägt no, uns it's nie. not polite to talk about someone behind his back. Hallo. I don't care. What can I say? You guys are my only allies. That makes everyone. Let's be off. Please wait. Rowan, are you really gonna fight with your old buddy? Ja. It is my fault that Noctigal became the man he is. I am prepared to fight him when the time comes. You have our support. Don't worry, I'll be right behind you. I've got your back too. Thank you, Okay. everyone. Don't worry, I'll pick up your dentures if you drop them, Grandpa. Please do. Ja, damit hat er nicht No gerechnet. pithy retort? I guess that means we're all ready. Let's make our final preparations before setting off. Wir brauchen keine Preparations, wir setten jetzt einfach off. Hier, Abflug. So, komm, sprich. Hast du alle deine Aufgaben abgeschlossen? Natürlich. Aufbringen, natürlich. So. Jetzt blutet die Kimme, junge Leute. Jetzt ist Kirmes hier. Thank you for everything. Please return home safely. For my brother as well. Ja, cool, ne? You have my word, young madam. Then let's be off. Juhu. So, dann geht's wohl nach Fenmont jetzt endgültig. Rowan wird gegen seinen alten Buddy kämpfen, dass der ordentlich Nasenbluten kriegt. Alvin ist wieder bei uns. Oh, wir sind schon da, glaube ich. Den Himmel kenne ich doch vom Anfang des Spiels. Hallöchen. I believe we just need to follow this road to reach Fenmont. Na, dann gehen wir da einfach lang. Hm? Oh, da hinten ist ein Loch. Yeah, let's go.
Warum wir jetzt die Weaver nehmen mussten, wenn wir sonst die ganze Zeit immer irgendwie so ein Schnellreisegedöns hatten. Oh, ein Gespräch haben wir. Weiter geht's. Los, erzählt. It was so much fun! The wyverns weren't as scary as I thought they'd be. I'm just glad they didn't eat you. Too bad they didn't eat Alvin the traitor. Oh, did I forget to mention wyverns only eat children? But they don't eat their flesh. They nibble away at their souls. So gently that the kids don't even notice. While you were enjoying soaring through the sky, most of your soul could have been chewed away. That's a lie. That's total nonsense. I was right to be afraid. They make it too easy. Sehr gut. Okay, liebe Leute, also wir werden jetzt uns das nächste Gespräch anhören. Unglaublich. Walking begins. I'm sure you can see why it wouldn't be practical to ride the wyverns into Fenmont. You'd get spotted right away. Yes, there'd be no avoiding a battle, and civilians would get dragged into it. Yeah, I guess that makes sense. But is it really okay to leave the wyverns alone like that? They shouldn't have anything to fear from the monsters. Because the monsters are their friends? Oh, no. The wyverns may look docile, but they can be quite tough when they need to be. Monsters aren't their friends. Monsters are their food. Really? Oh, I was right to be afraid. Okay, alles klar. Tipo hatte immer recht, sich zu fürchten. Beziehungsweise sollen wir jetzt nicht mehr Tipo sagen, sondern gleich Elise, weil, nun ja, ihr wisst schon. Okay, liebe Leute, wir schauen uns jetzt hier noch ein bisschen um, machen 2, 3 Random Battles. Und dann würde ich aber sagen, bevor wir in Fenmont einmarschieren, buchstäblich, soll es das gewesen sein für heute. Sehen wir also diesen Part einfach an. Er hat ja auch vom Erzählerischen her recht gut gepasst. Von wegen, naja, er hat so den Grundstein gelegt für, okay, jetzt bereiten sich alle vor, alle Fronten werden geklärt und jetzt können wir losmachen, ja. Wappada! Yes! Komm schon, ist weg! Macht er weg! Und beide wegziehen! Oh mein Gott, seht ihr, was wir für Damage veranstalten hier? Wie wir die einfach zerpflücken. Ach, liebe Leute. Die Artsphäre. Wenn du im Besitz des Artsphärenobjekts bist, steigt die Zahl der Arts, die du für deine Figuren auswählen kannst. Wenn du L1 in Verbindung mit und Kreis verwendest, kannst du doppelt so viele... Das ist ja mal interessant. Okay, vielen Dank. Muss ich die dann auch extra vorher ausrüsten oder sind die dann halt einfach mit da? Das ist ja geil. Jetzt habe ich das jetzt verstanden. Genau, die Artsphäre habe ich ja jetzt instant schon wieder vergessen gehabt eigentlich. Tut mir sehr leid, natürlich. Das ist keine böse Absicht. Aber schön, dass mir das so schön gesagt wird. So, hallo hier, du bist zum Beispiel mal dran. Jetzt hör doch auf, mir hinterher zu rennen. Peng! So. So, und jetzt hier. Alter, haben wir der eine gesessen, jetzt ist tot. Bam, 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 bam. Ja, Alvin habe ich ja vorhin seine stärkere Waffe nicht gekauft, weil er schon wieder nicht dabei war. Leck mich doch fett, machen wir die hier alle rund. Ja, wir sind halt immer noch ein bisschen overlevelt. Ich bin auch direkt schon am Überlegen, ob ich nicht, bevor ich den nächsten Part anfange, mal direkt zum nächsten Grind-Spot, den ich ausfindig machen. Den suche ich mir und grind ein bisschen, sodass wir gleich wieder völlig überlevel sind und alles dominaten, was ich hier uns in den Weg stellen will. Finde ich, ist zwar, klar, nimmt ein bisschen Herausforderung dann aus dem Spiel raus, aber ich finde es dann cool, wenn wir hier so rein und dann sind wir diese Ubermacke auf the Blacker. So, und dann machen wir die einfach weg. Also ich hatte ordentlich Spaß in diesem neuen Versuch von den, versteht ihr? Oh, da drauf hier mit irgendwelchen Superangriffen. Kann ich nicht kämpfen. Jetzt machen wir noch kaputt, machen wir kaputt. Zack, zack. Und Deutsch. Dumm. Nicht heilen, nicht keinen Glocken. Was hat der denn gezaubert? Was war denn das für eine Glocke? Können die zaubern oder war das ein Zauber von uns? Oder? Ich verstehe es jetzt nicht so. Komisch. Okay, habe ich gesehen, dass hier einer von uns vergiftet ist? Nee, habe ich nicht gesehen. Aber wir haben ein Level-Up. Wer hat denn ein Level-Up? Hallöchen. Hallöchen. Oh, Alvin. Sehr schön. Hervorragend. Haben wir hier noch was? Nö, haben wir auch nichts. Ihr seht, ich bin zu Leveln mit der Select-Taste übergegangen. Nicht, weil ich saufaul bin. Ja, doch ein bisschen auch, weil ich faul bin. Aber ich habe dann doch, gerade beim Grinden, habe ich mir das mal genauer angeguckt und habe gesehen, so schlecht levelt das Teil gar nicht. Also es hat wirklich nichts damit zu tun, dass man dann einfach random die Punkte verteilen lässt. Und wir haben ja auch schon bei den Dings, wie soll ich sagen, beim normalen Aufleveln gemerkt. Nee, was haben wir gemerkt?
Was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Achso, ja doch, beim normalen Aufnehmen haben wir ja auch gemerkt, dass es durchaus kein Problem ist, alle Liliumblätter voll machen zu lassen. Also es ist ja nicht so, dass wir uns irgendwie über eine Richtung entscheiden müssen, weil sonst nichts weitergeht. Wir hören uns mal diese etc-Kompensation an. Oh dear, Jude, your clothes are torn. Please hold still for a moment. Be done in just a jiffy here. Wow, as good as new. In Thanks. just a jiffy. Nice job. Those are Jude's best clothes, you know. He spent days fretting over exactly what to get. He bought them for his move to Fenmont because he was terrified he'd look like a country bumpkin. That's surprisingly adorable of you. Go right ahead. Blab all my secrets. That's a fine story. Please take good care of them. How did you get to be so good at sewing anyway? I learned it when I was in the military. Originally, it was just so I could sew up the lips of any of my men who leaked vital information. After that, I took up needlepoint as a hobby. Oh, that's such an embarrassing story, though. Let's keep that a secret between us. Guess that's one secret she won't spill. Sicherlich. Okay, Jiffy, der hat gesagt, I will be done in just a Jiffy. Das ist keine Erfindung gewesen. Oh, das ist ja das Loch, wo wir schon waren. Keine Erfindung gewesen. Jiffy gibt es tatsächlich. Umgangssprachlich, wenn wir Deutschen das sagen würden, könnte man sagen, ich bin hier in einem Bruchteil von einer Sekunde fertig. Jiffy ist aber tatsächlich das anerkannte Wort für die Messung von einem Hundertstel einer Sekunde. Das wird Jiffy genannt. Ohne Scheiß ist tatsächlich so. Deswegen musste ich gerade dran denken, als er es gesagt hat. Habe ich letztens erst gesehen, diesen Fakt. Das ist natürlich völlig unnützes Wissen, aber wer es hat, ist cool. Ne? Also jetzt habt ihr das auch, ihr seid jetzt genauso cool. Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich würde aber sagen, genug mit den Random Battles, genug mit der Bummelei. Ich gehe jetzt mal hier wenigstens in Richtung... Oh, wir haben noch ein Gespräch, schaut es euch an. Ah, what a relief. I should have known things would be fine at the manor. Yeah, Drissel really kept things together. Oh, I knew Lady Drissel would do fine. I have great faith in her strength of spirit. Then what were you so concerned about? I couldn't stop worrying that I had forgotten to shut off my bedroom lamp. You were that worried about a lamp? What if I had caused a fire? I couldn't get the thought out of my mind. I can relate to that. Once the worry sets in, it never leaves. Ever since I left home, I've been wondering if I remembered to close the lid on my bottle of dried gels. I certainly hope you did. Dried gels swell up and burst if they absorb too much moisture. Maybe I should send a letter home and ask Dad to check. We're on our way to pick a fight with a king, and this is what keeps you up at night? Ja, nicht schlecht. Okay, liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier das Gebiet verlassen, sorgen wir dafür, dass die Leute uns hier nicht mehr verfolgen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt mal. Dankeschön. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Tales of Xillia geht weiter und jetzt hochspannend. Wir sind direkt an der Grenze zu Fenmont, werden da reingehen und da wird es richtig abgehen. Ich glaube, die Luzi wird hier explodieren, wenn man das so sagen darf. Und ihr solltet dabei sein und das witnessen. Bis zum nächsten Mal. Tales of Xillia wird weitergespielt natürlich. Und ich bin Coldpan und der mit der Zeit dran. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann.